Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Mir ist letztes Mal gerade nochmal aufgefallen, warum spielst du das Spiel eigentlich so? Wie bist du darauf aufmerksam geworden und warum hast du es, ja, will ich mal sagen, so lieben gelernt? Weil ich glaube, heutzutage wird so viel immer auf die Oberflächlichkeiten des Spiels geachtet, dass so ein bisschen der Kern, der Ursprung des Spiels meiner Meinung nach ab und zu mal hier und da verschwunden geht. Es wird sich immer nur noch Gedanken gemacht, wie optimiere ich mein Char am besten, wie viele Stats mache ich im Monat, wie viel Level werde ich in einem Jahr schaffen, wie kann ich noch mehr aus meinem Char rausholen, was ist die optimale Spielweise, wie erreiche ich in Tag 2 Stufe 10.396. Ja, das ist so irgendwie Shakes and Fidget mittlerweile geworden. Aber eigentlich war doch Shakes and Fidget das Comic-Spiel mit dem lustigen Charakter, den Parodien und warum wir eigentlich alle mit SF angefangen haben, wegen dieser Einzigartigkeit, alles auf die Schippe zu nehmen, spielend leicht und nebenbei halt auch noch so seinen eigenen Char voranzutreiben. So, ne? Also so war es bei mir zumindest gewesen. Ich habe da sehr viel drauf geachtet früher, auf die ganzen Details. Mache ich heute immer noch. Wenn irgendein neues Update rauskommen sollte, dann achte ich da immer noch sehr krass drauf und gucke mir alles ganz genau im Detail an. Also das nehme ich immer noch sehr stark unter die Lupe. Aber es kommt natürlich jetzt mittlerweile immer seltener ein Update, weil das Spiel ja auch schon ziemlich voll ist. So, ne? Deswegen ist immer so, jetzt momentan zumindest der Fokus immer auf der stärkste Spieler, wer es am besten, wer hat am meisten Stats und so. Ne? Aber mir ist letztes Mal gerade nochmal aufgefallen, warum ich dieses Spiel eigentlich so liebe. Und zwar hatte ich vor ein paar Tagen eine kleine Sea of Thieves Session mit dem Clarky Boy gehabt. Der ein oder andere wird ihn bestimmt kennen. Wir hatten mal ein bisschen zusammen Sea of Thieves immer gestreamt gehabt. Und da ist momentan gerade ein neues Update rausgekommen, beziehungsweise eine Questreihe von Monkey Island. Und unter anderem hatte ja auch Shakes and Fidget Monkey Island Anspielungen gehabt und das ist, wenn man hier auf die Pads geht, der gute Kollege hier, und zwar steht nirgendwo, wie er heißt, aber Kenner wissen natürlich, wozu er gehört, und zwar ist das der Stan, ja, aus Monkey Island Original. Und daher wurde quasi der Charakter Stan war in Monkey Island ein Schiffsverkäufer gewesen und ist quasi der Typ, der dir irgendwelche dubiosen Angebote andreht und dir das dann quasi als gut verkauft. Ne? Also irgendein schmieriger Verkäufer, der die ganze Zeit nervös mit seinen Armen umher fuchtelt. Ne? Und das war er halt in Monkey Island gewesen. Und jetzt hatten wir halt in Sea of Thieves, gibt es halt auch eine Monkey Island Tall Tale, so nennt sich das dort. Eine, aus 3 Kapiteln bestehende Questreihe, wo unter anderem auch der Stan zu sehen ist. Und ich kenne zwar Stan nicht aus Monkey Island, weil ich das früher nicht gespielt hatte. Ich hatte mir zwar das Let's Play vor langer Zeit mal von Gronkh damals angeschaut gehabt zu dem Spiel, aber ich selbst hatte das nicht gezockt gehabt. Und als ich dann Stan, sag ich mal, in dem Sea of Thieves Universum gesehen hatte, war das für mich dann gleich so, das war für mich so ein krasser Moment, weil ich halt Stan in dem Moment halt eben mit Shakes and Fidget in Verbindung gebracht hatte, weil ich ihn halt daher kenne, so, ne? Original kennt man ihn ja aus Monkey Island eigentlich, aber ich kannte ihn halt eben jetzt hier durch Sea of Thieves, durch Shakes and Fidget, so, und fand die Anlehnung halt total geil und das hatte mich so richtig abgeholt, dass ich einen 2D-Charakter, den ich nur in 2D so kennengelernt habe, jetzt auch mal in 3D sehe und das halt in Sea of Thieves-Universum, wo ich mich halt auch, sag ich mal, sehr wohl fühle, so. Das war für mich dann so eine totale Überwältigung gewesen. Und da ist mir dann nochmal so aufgefallen,
warum ich eigentlich dieses Game so liebe, wegen diesen ganzen Anspielungen, die ganzen Parodien, die nehmen halt alles Mögliche auf die Schippe und so. Wir hatten ja schon mal viele Dokus auch mal früher dazu gesehen gehabt. Ich hatte ja mal zu alten Videos reagiert, die haben wir uns mal zusammen angeschaut, wo halt Shakes und Fidget, also Oscar Pagne und Marvin Clifford, so ein bisschen sich vorgestellt haben und so. Das müsste auch noch online sein, wie sie halt das Game entwickelt haben und wie sie da drauf kamen und so, ne? Und was für Anlehnungen oder wodurch das denn entstanden ist, ne? Beziehungsweise die haben das zwar nicht das Spiel entwickelt, aber die Comics halt dazu, ne? Und ja, deswegen, man muss sich nur mal genauer umgucken, dann sieht man halt so viele verschiedene Anspielungen. Alleine im Waffenladen haben wir hier zum Beispiel auch das Batman-Cape im Hintergrund zu hängen. Leider hier oben sieht man das halt durch die Inventarplätze immer nicht so gut. Aber hier haben wir zum Beispiel auch einen Stormtrooper-Helm als Beispiel, ne? Dann haben wir hier auch verschiedene Helme von ganz vielen verschiedenen Filmen, was mir jetzt alles nicht so bekannt ist. Mit Filmen habe ich es immer nicht so dolle. Dann sehe ich zum Beispiel hier oben auch so ein Chicken runterhängen. Das könnte natürlich jetzt viel sein, aber das ist jetzt wieder was ich durch Sea of Thieves gelernt habe, was eigentlich auch eine Anspielung auf Monkey Island ist. Und zwar hatte man sich mit dem Hühnchen über so Seile rüber, also über lange Seilstrippen so rüber gehangelt. Da hat man dann das Hühnchen dann sich da so auf das Seil geschwungen und ist dann da so von Insel zu Insel dann rüber. Also das könnte jetzt hier zum Beispiel eine Anspielung sein. Das ist mir vorher, bevor ich jetzt Sea of Thieves jetzt gespielt hatte, gar nicht aufgefallen tatsächlich, woher jetzt das sein könnte. Aber könnte sein, könnte auch was anderes sein. Oder halt hier eben im Zauberladen gibt es hier bestimmt auch einige Anspielungen auf ganz viele verschiedene Themen, Gebiete, Spiele, Filme, Serien und so weiter und so fort. Ne? Alleine hier der Hut, ne, von Harry Potter oder aus Harry Potter. Das ist jetzt nur eine Sache. Ne? Hier oben haben wir, glaube ich, noch den Besen und so. Aber es sind ja so viele Sachen und das ist eigentlich das, wo ich mir nochmal so bewusst geworden bin. Wir konzentrieren uns eigentlich immer so doll auf die ganzen Zahlen und Fakten und das Game ist so theoretisch geworden irgendwie, wo sich das hat sich so ein bisschen in sich selbst irgendwie verloren, sag ich mal, ne? Also man achtet nur noch so auf diese ganzen Theorie-Sachen, jetzt auch mit SF-Tools und so, ne? Ich meine, das ist natürlich nichts Schlimmes, oder was heißt nichts Schlimmes, es ist natürlich nichts Schlechtes, so, ne? Das ist eine Riesenhilfe für alle Spieler und das ist auch eine total geile Sache und das hat irgendwo auch das ganze Game revolutioniert durch halt eben auch die Dungeon-Prozent-Chancen und sowas, was man ausrechnen kann. Heutzutage spielt kein semi-professioneller Shakes & Fidget-Spieler mehr ohne SF-Tools und das ist natürlich eine coole Sache, aber es ist halt alles irgendwie so theoretisch und trocken geworden und irgendwie ist so ein bisschen dieses Humor-Ding, sag ich mal, beziehungsweise das, warum man SF früher gespielt hat, ist so meiner Meinung nach so ein bisschen verloren gegangen mit der Zeit irgendwie, weil man nur noch auf Zahlen, theoretische Sachen und sowas achtet irgendwie und das finde ich halt so ein bisschen schade, aber das kommt halt nachher dann erst, wenn man das Game schon Jahre, Jahrzehnte teilweise, auch cool, wie die Hand sich hier ausstreckt, ne? Ist mir auch vorher noch gar nicht so aufgefallen hier tatsächlich, gespielt hat und dann natürlich schon alles gesehen hat in dem Game und dann natürlich dann nicht mehr so drauf achtet, ne? Alleine hier, wenn man durch die Dungeon Map scrollt, ne? Was man hier alles an verschiedene, hier alleine hier Osteros hier, ne? Game of Thrones und so, ne? Das ist halt schon echt cool, auf jeden Fall. Und das fände ich auf jeden Fall nice, wenn das so ein bisschen wieder zurückkehren würde, dass man ein bisschen mehr Auge fürs Detail, sag ich mal, bekommt, ne? Das habe ich so das Gefühl, ist so ein bisschen immer verloren gegangen. Aber wie gesagt, es ist halt auch schon, ne, nach Jahren hat man halt eben alles gesehen. Übrigens, by the way, habt ihr alles gesehen? Kennt ihr schon den hier? Wenn man die Map hier noch weiter nach unten scrollt, dann sieht man hier so eine Berglandschaft und hier unten quasi, also da unten, ne, da, wenn man den Weg, ich muss die Maus gedrückt halten hier, wenn man den Weg da hoch geht, da sind wir quasi, da ist unser Abenteuer, da startet unser Abenteuer im ersten Dungeon, hier unten, da. Ne?
Also vielleicht hat es der eine oder andere auch noch nicht gewusst, ne? Ja, aber das wollte ich euch auf jeden Fall mal zeigen. Das ist mir so ein bisschen durch den Kopf gegangen. Das fand ich ganz cool und ist mir wieder bewusst geworden, als ich Sea of Thieves gespielt hatte und da ja, Shakes and Fidget Charakter gesehen habe. Das ist natürlich, ne, die Monkey Island Fans sind aus dem Häuschen, ne, ist natürlich ein Charakter aus Monkey Island so, ne, aber ich bringe ihn halt in Verbindung, weil ich ihn durch SF kennengelernt habe. So, ne. Vielleicht habt ihr auch irgendwelche Filmfiguren oder irgendwelche aus irgendwelchen Spielen irgendwas über Shakes and Fidget kennengelernt, aber an sich ist ja Shakes and Fidget eine Parodie ja, an World of Warcraft, ne, und das ganze Universum dort. Und viele andere Sachen natürlich auch, aber das ist so der Urschleim, sagen wir mal, vom Game. Ne? Ja, Leute, das soll es soweit gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst es mich wissen, auf jeden Fall. Ne? Ansonsten, ja, wünsche ich euch noch soweit alles Gute, einen schönen Tag. Danke fürs Zuschauen und das war's von mir. Ne? Haut rein und bis zum nächsten Mal.